Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute befinden wir uns auf dem Battle Mage, der sich vor einem ganz großen, gewaltigen Meilenstein befindet, und zwar der Stufe 500. Ja, wir haben es erreicht, 499 sind wir jetzt mittlerweile und der allzu gar nicht schlechteste auf dem Server, was das Level angeht. Wir haben hier bisher 1, 2, 3, was haben wir noch? 4. Ja, 4 Spieler haben wir jetzt, die Stufe 500 sind. Also wir haben Potenzial auf jeden Fall, der 5. hier im Bunde zu werden auf dem Server. Und das ist, denke ich mal, schon jetzt eine Leistung, die jetzt gar nicht mal so verkehrt ist, ne? Und es sieht so aus, als ob wir auch der 5. werden, denn ich sehe hier keinen weiteren, der hier jetzt momentan gerade 499 ist. Kann natürlich immer sein, dass sich jemand übelst viele Dungeons aufgehoben hat und die jetzt noch ballern will. Aber ja, ich weiß nicht, wie rentabel das für die Leute ist. Auf jeden Fall möchte ich heute mit euch zusammen ein bisschen auf Level 500 aufschließen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich Stufe 500 erreichen werde. Ist aber auch gar nicht primär mein Ziel. Ich möchte erstmal ein paar Dungeons clearen, denn ich habe gemerkt, da ist einiges möglich. Ja? Und das ist ziemlich nice. Denn ich hatte jetzt mal ein paar Free Tries gemacht und tatsächlich sind sehr viele Gegner ganz gut immer noch im Rahmen des Möglichen. Hier die Frau in Rot, die habe ich letztes Mal auch gelegt, ist gar nicht so lange her. Die Kunigunde hat gut reingelackt. Da haben wir guten Boni bekommen auf jeden Fall. Und ansonsten war auch sehr nice gewesen, sehr nützlich, dass wir jetzt dieses Schmiede-Event haben, also wo wir so viele Sachen zerlegen konnten. Ja, jetzt können wir ja wieder nur 5 Sachen zerlegen. Das war für mich persönlich sehr hilfreich, dahingehend, weil ich halt nicht so viele Metalle hier auf dem Account habe, weil ich halt sehr viele Epics zerlegt habe und die bringen ja eher mehr Kristalle als Metalle. Und ich musste halt ein paar normale Sachen auch zerlegen, damit ich halt hier so ein bisschen aufschließen kann, weil tatsächlich die Währung bei mir stark überwiegt. Dann hatte ich ja auch noch die Angebote gekauft, die vorletzten, und da sind ja auch viele Splitter natürlich abgegangen. Das heißt, wir können auch das Equipment ein bisschen verbessern und das machen wir auch mal direkt. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den legendären Sachen am besten mal an, damit wir hier alles so ein bisschen einigermaßen gleichmäßig hochpushen. Wir können ja mal gucken. 776. Und jetzt haben wir da... Ach nee, ich hätte mal auf den anderen Boni gucken sollen, nicht auf den Wert von dem Gegenstand selbst. So, hier haben wir 78. Jetzt verbessern wir einmal und sind auf 207. Okay, ja, das ist auf jeden Fall ganz nett, würde ich mal sagen. Erstmal verbessern wir mal hier alle Gegenstände einmal nochmal auf plus 8. Mal gucken, ja, noch hält sich das einigermaßen in Zorn. Wie heißt das? In Zaum? Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Ja, das auch noch auf 8 hier, zack. Und warum die legendären? Weil die Epics natürlich ein bisschen outdated sind. Mal gucken, was kostet das? Kostet gar nicht mal so viele Kristalle. Da würde ich mal sagen, machen wir das Ganze auch mal hier auf plus 9. Warte mal, was bringt das so Schönes? 205 auf 234, okay. Ja, ist halt der Battle Mage, macht jetzt nicht so viel Schaden, ne? Und ja, die Handschuhe, die sind halt auch übelst alt, so, ne? Habe ich noch irgendwie, weiß ich nicht, neue Handschuhe oder so? Hier habe ich noch, ne, die sind alle Attribute, das auch, braucht man nicht. Was war das hier? Auch alle Attribute, ja, kann man jetzt nicht so gebrauchen. Auf jeden Fall sind die schon ein bisschen älter, ne? So, aber wir lassen uns nicht lumpen. Trotzdem verbessern wir die noch einmal, weil es jetzt nicht so teuer ist. Das machen wir auch noch auf plus 7. So, ja, ziehen wir die nochmal hoch, denn dass die auch plus 7 sind. Plus 8, das ist plus 9. So, mal gucken, was kostet hier nochmal. Ah, nehmen wir nochmal hier, dann haben wir 10. Ah, okay, nice, ja. Haben wir gleich hier ein Achievement freigeschaltet. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier Sky's the Limit erreiche. Nice. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber haben wir das Thema verbessert. Ja, ist nicht verkehrt. Gut, nehmen wir noch die anderen Sachen hier noch mit. Verbessern wir noch hier alle erstmal auf plus 9, soweit wir die Ressourcen hier haben. Könnten sogar noch die Waffe jetzt einmal verbessern. Ne? Oder halt hier noch so ein Ding. Mal gucken, wie teuer ist hier. 33. Okay, wir könnten sogar nochmal die Waffe plus das Ding hier, glaube ich, nochmal, wenn es sich ausgeht. Zack.
Okay, dann machen wir die Waffe nochmal. Es war ein bisschen unregelmäßig jetzt von der Verteilung her. Ne, aber ich möchte ungern so doll die alten Sachen hier verbessern, weil es sind halt alte Epics und die bin ich sowieso bald los, also brauche ich da nicht mehr so viel reinstecken. Deswegen stecke ich die eher in die Leggy-Sachen rein. Ja, so, machen wir hier nochmal den 11. und dann sind wir erstmal soweit. Haben wir erstmal alles verbraucht hier, zumindest was die Metalle angeht. Kristalle haben wir immer noch sehr viele und dann haben wir ein paar Stat-Punkte schon mal wieder gut gemacht. Ne? Das ist natürlich gar nicht so verkehrt. Ja, und dann versuchen wir mal, ob wir in den Dungeons ein bisschen vorankommen. Ne, wie gesagt, da ist einiges möglich. Wir testen uns durch. Außerdem möchte ich jetzt auch bald Stufe 500 erreichen hier auf dem Battle Mage. Das ist für mich persönlich auch ein sehr cooler Meilenstein. Ist jetzt der zweite Account, der die Stufe 500 erreichen wird. Und ja, für mich natürlich nicht mehr ganz so besonders wie der erste 500er Account. Trotzdem immer noch 500 ist eine Stufe. Da gehört schon ein bisschen was zu, den zu erreichen, ja. Und wir gucken mal, was hier vielleicht die YouTuber machen hier im Dungeon. Ich weiß nicht, wie weit die möglich sind. Also wir sind ja natürlich alle One-Hit. Das Ding ist aber, ich würde ganz gerne noch ein paar YouTuber-Einträge haben, weil mir fehlen noch ein paar. Ihr seht es hier, ich bin noch nicht ganz auf 99,50, weil ab 99,50% zählt ja der nächsthöhere Boni und das sind dann 100%. Das heißt, ich queste hier momentan mit 1% weniger Erfahrung tatsächlich. Und da sind halt die Monster die mir noch fehlen hier. Ansonsten habe ich ja alle Einträge. Ne? Hier Monster fehlen mir noch, ansonsten habe ich ja hier überall 100% soweit. Ne? Und hier fehlen mir dann halt ein paar YouTuber-Bildchen noch. Ne? Wäre natürlich schön, wenn wir hier noch den einen oder anderen klatschen könnten, damit wir vielleicht noch so einen Eintrag bekommen hier, ne? Ja, ansonsten schauen wir mal, Verbesserungen oder Verzauberung haben wir soweit alle, glaube ich, durch, ne? Ja, ich habe jetzt ja nicht so viel Wert auf meine Begleiter gelegt. Trotzdem möchte ich mal sehen, was passiert, wenn jetzt mein Marquardt treffen würde. Also Bertram macht ja schon ordentlich Schaden. So, Marquardt wäre ganz cool, wenn er trifft. Und ja, ist halt ein Magier, das heißt, meine Kunigunde kann nicht ausweichen. Und ja, der Feuerball wird halt von ihm auch geblockt. Ja, ist natürlich schade, dass jetzt der Bertram hier nicht reingeknallt hat. Ja, könnte in der Theorie liegen. Ja, Bertram Crit, Marquardt, kein Crit mal wieder. Kunigunde hat einen Hit gelandet auf jeden Fall. Zack. Ja, gut, macht jetzt auch nicht so viel Schaden, ne? Macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Wenn alle einmal kritten würden, das würde ich ganz gerne sehen. Bertram jetzt einmal gekrittet. Marquardt, gut, hat wieder verschissen. Ja, ich glaube, wird noch ein bisschen schwierig werden. Ich glaube, der wird noch ein bisschen dauern. Vor allen Dingen für mich als Battle Mage natürlich schwierig, ne? Dahingehend, weil ich jetzt nicht so krass gut unterwegs bin in den Dungeons. Machen wir nochmal einen Try. Marquardt, nö, hat keinen Bock. Gucken wir erstmal bei den anderen Gegnern vorbei. Wir haben ja noch ein paar. Ne? Und wir probieren uns mal so ein bisschen durch. Wer könnte gut klappen? Ne? Und dann schauen wir mal, ob wir da eventuell bei dem einen oder anderen hier von Erfolg gekrönt sind. Ne? Wäre natürlich ganz nice, wenn wir uns hier weiterarbeiten. Olymp wird auch noch ziemlich schwierig. Also die Dungeons hier, die 3 sind, glaube ich, relativ heavy noch unterwegs, aber die anderen könnten eventuell ein bisschen besser aussehen. Wir gucken mal zu den Hochbegabten hier und Ron, ja, ob es da eventuell klappen könnte. Ist halt hier auch ein Intelligenzgegner. Ja, also wir haben es da auch ein bisschen schwierig auf jeden Fall, aber eigentlich bräuchten wir nur Kritten, aber das Ding ist halt auch, er macht jetzt halt auch nicht wenig Schaden, so, ne, ist halt ganz klar. Trotzdem könnte er liegen, wenn jetzt alle meine Begleiter kritten würden, inklusive mir, ne? Aber auch ziemlich zäher Gegner. Bertram macht gar nicht mal so wenig Schaden hier gegen den, ne? Liegt aber auch daran, weil Bertram halt mein direkter Begleiter ist, der als nächstes meine ganzen Gegenstände bekommt, so, ne? Und ja, es hängt halt immer mit der Klasse zusammen. Auf meinem Magier ist es halt der Marquardt, der halt die Gegenstände direkt bekommt. Hier ist es halt eben nicht so. Gut, gucken wir mal zum nächsten. Nordische Götter, Odin.
Ist ein Gegner, der sollte eigentlich fallen. Ist ein Stärkegegner, das heißt, die Kunigunde kann da noch ein bisschen mehr was machen, wenn es geht. Und ich als Battle Mage bin ja jetzt eigentlich auch nicht so verkehrt gegen einen Stärkegegner, ne? Deswegen aber Stärkegegner im Allgemeinen trotzdem natürlich immer noch Dungeon-Gegner, die ja auch ziemlich heavy in allgemein sind. Also jeder, für jede Klasse eigentlich so, ne? Also jeder hat halt Angst vor einem fetten Krieger in den Dungeons, ne? Nur dass beim Battle Mage halt eben noch dazu kommt, dass der Battle Mage halt nicht nur gegen den halt auch noch ja gar nicht mal so ja, gute Karten hat, sondern die anderen Klassen auch noch ziemlich schlecht sind dagegen, ne? Aber wir gucken mal, wir pilzen uns mal so leicht durch. Oh, 81 Millionen. Der könnte auf jeden Fall liegen. Ne, wenn die Tries schon so gut aussehen, dann könnte es gut sein, dass wir hier den Gegner auch zur Strecke bringen, wenn wir jetzt nochmal vielleicht nochmal ein bisschen hier was ändern könnten dran. Nee? Okay. Da wird wahrscheinlich die Kunigunde... Ah, da haben wir ihn. Nice. Hat ein bisschen gedauert. Ja, ein paar Pilze haben wir investiert. Aber das mache ich ganz gerne für dieses Video, ne? Damit wir hier auch ein bisschen was zum Ansehen haben. So, ich sehe hier immer noch nicht durch mit dem neuen Postfach. Das ist, ja, stimmt, gleich hier ganz oben. Pinnen wir uns mal an. Kampf anzeigen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und natürlich haben wir durch den Gegner jetzt auch ordentlich XP hier hinzubekommen. Ne, hier oben seht ihr es. Jetzt fehlen uns nur noch, ja, 1 Milliarde bis zur 500. Wir skippen mal ein bisschen weiter hier, weil das Geräusch von der Waffe geht mir ziemlich auf den Schnürsenkel, muss ich mal so sagen. Marquardt hat gut ausgeteilt. Jetzt gucken wir mal auf die Kunigunde. Ja, die Kunigunde hat sehr, sehr viel Schaden gemacht. Und dann komme ich hier nochmal und erledige hier nochmal den Rest. Ja, die Kämpfe sind jetzt nicht so spannend, ne? Ich halte viel aus so, aber mache jetzt auch nicht so viel Schaden. Ja, gut. Nice. Haben wir ein neues Item für die Kunigunde. Gucken wir mal, ob die da was... Oh, ja, die kann damit was anfangen. Und zwar ganz schön was. 96 ist jetzt gar nicht so verkehrt. Setzen wir hier einen schwarzen Edelstein rein. Ich habe, glaube ich... Ah, kann ich jetzt gar nicht zerlegen. Jetzt habe ich ja heute schon so viel zerlegt. Ich könnte auch einen Leggy-Stein reinsetzen, aber ist es mir auf den Begleitern jetzt noch nicht wert, muss ich sagen. Da spare ich die lieber nochmal ein bisschen auf für etwas bessere Anlässe. Ne? Dass jetzt vielleicht auf meinem Main oder so ich ein Item bekomme und dafür halt Leggy-Steine brauche. Ja, nice. Haben wir auf jeden Fall den Gegner auch besiegt. So, mal gucken, wer kommt danach. Loki, das war ein Geschick-Gegner. Ja. Oh, also das ist hier ein Assassine. Tatsächlich. Ja, fällt mir gerade auf. Ja, gucken wir mal, was wir gegen den aussetzen können. Assassine. Schwierig, sag ich mal. Habe ich jetzt mein... Ne, habe ich nicht. Ich dachte, ich habe mein Farm-Equipment an. Ich glaube, da war der Odin mir noch lieber als der Assassine hier. Der könnte, glaube ich, ein bisschen schwieriger werden. Ja. Da sehen die Versuche gar nicht gut aus. Gut, gucken wir mal im 13. Stock rein. Ja, schauen wir mal, was wir hier so erreichen können. Hier sehen die Tries schon wieder sehr gut aus, muss ich sagen. Wir haben hier einen Stärkegegner. Der sieht sogar leichter zu schaffen aus als Odin. Boah, der war schon sehr knapp, der Try hier. Also Alex, der Abtrünnige, hier auch ein Gegner, den wir easy besiegen können. Ich denke mal, der wird insgesamt, also der müsste eigentlich leichter sein als Odin. Ich glaube, Odin hatte da bessere Stats als ich, als hier der Alex. Ja, also ich mache da schon sehr viel Schaden. Die Kunigunde müsste ein bisschen reinknallen. Marquardt hat gut vorgelegt, Kunigunde hat nachgelassen. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal uns ein paar Tries an. Ne? Wie gesagt, eigentlich, wenn Odin liegt, müsste der auch klappen. Ne, ein paar gute Versuche waren da ja auf jeden Fall schon mit dabei. Von den Werten her sollte der auch klappen. Und da liegt auch der Alex, ja. Und wieder ein bisschen mehr XP dazu bekommen. So, gucken wir uns mal den Alex an. Speichern wir mal, zack. So, Marquardt hat gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Das ist die Kunigunde, die anscheinend hier jetzt... Oha! Die Kunigunde hat allein geregelt. Warte mal, das müssen wir uns jetzt mal
im Detail mal anschauen. Einmal ist er ausgewichen, zweimal, dreimal, das kann dauern jetzt. Viermal, Alter, fünfmal und dann müsste sie auch in Folge. Sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal in Folge ist die Kunigunde ausgewichen. Oha. Ja, da hat sich ja das Item schon auf der Kunigunde jetzt gelohnt, ne? Nice. Haben wir den auch besiegt und wie gesagt, sind jetzt wieder ein Stückchen näher dran. Uff. Und kriegen hier sehr gute Items für unsere Begleiter, sehe ich gerade. Der kriegt jetzt einen mittleren, ich würde sagen mittleren Stein, kriegt er rein. Ja. Zack. So, wir haben ja noch einen großen Lecci-Stein, wie gesagt, den hebe ich mir auf. Ein paar kleine haben wir auch noch, ich glaube, die benutze ich gar nicht so weit. Ja. Und das Ding können wir auch hier wieder zweimal verbessern. So. Habe ich den Gürtel eigentlich verbessert hier? Ah, durch die Metalle kann ich da nicht weiter verbessern. Das ist das Ding. Ja, nice. Sehr gut. Sind wir auch hier wieder ein Stückchen näher rangekommen. Gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal. Jan der Hacker. Mal gucken, was bei dem so geht. Bei dem alten Hacker. Der könnte theoretisch auch liegen. Ja. In der Theorie könnte der liegen. Wir schauen mal uns ein paar Tries an. Also bis zur Hälfte kommen wir auf jeden Fall. Ist natürlich schwieriger als der Gegner davor, das ist klar. Aber ich würde mal sagen, der ist jetzt nicht unmöglich so. Da ist die Kunigunde halt die was anrichten muss. Gucken wir nochmal bei der Brienne vorbei, was sie so zu sagen hat. Ist ja auch ein Stärke-Gegner, ne? Von den Werten her 66 zu 350, sagen wir mal. Und der Jan 69, okay. Hat ein bisschen mehr Stärke, aber deutlich weniger Ausdauer, so wie ich das sehe hier. Ne? Trotzdem sehen die Tries relativ gleich aus, würde ich mal sagen. Ja. Sieht nicht verkehrt aus. Oh shit. Oh shit. Die Brienne ist doch noch down gegangen. Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Heftig. Gut, das ist ein Item, das können wir gar nicht gebrauchen. Das ist alle Attribute. Und dann sind wir hier tatsächlich schon ein sehr starkes Stück gegen ja, die 500 gekommen hier, ne? Das ist natürlich sehr nice. Ja, gut. Mit dem Item, wie gesagt, können wir nichts anfangen. Gucken wir nochmal bei Ramsay vorbei. Okay, ja, ist von den Werten her ungefähr gleich, würde ich mal sagen. Ne? Also ein bisschen weniger. War mal 67 zu 360. Was hatte hier die Brienne? 66 und 356. Die Kunigunde hat hier stark geregelt bei dem Fight. Ja. Okay. Also da müssen wir das auf jeden Fall der Kunigunde verdanken. Ne, wie gesagt, meine Klasse ist halt konstant stark. Die kann halt jetzt nicht so großartig ausrasten, wie es eine Kunigunde kann, so jetzt, ne? Weil da ist der Random-Faktor natürlich viel höher, aber trotzdem hat hier der Battle Mage eine ganz gute Arbeit gemacht, würde ich mal sagen. Und wir sind auf jeden Fall ein ziemlich krasses Stückchen näher an der 500 dran. Und ich würde mal sagen, für die Folge lassen wir es jetzt erstmal. Ein bisschen machen wir noch Progress jetzt erstmal die nächsten Tage und bevor wir die 500 erreichen, werde ich, denke ich mal, nochmal ein kleines Dungeon-Video machen und da werden wir versuchen, dann, ja, weiß ich nicht, einer dieser Dungeons hier nochmal zu legen, um dann die, ja, magische 500 hier zu erreichen. Gut, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video von heute hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.